Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe bemalen wir ein weiteres Haus aus dem Altstadtblock von Faller. Es ist das Haus mit dem auffälligen Schweifgiebel, der mit schönen schneckenförmigen Voluten verziert ist. Diese Form des Schweifgiebels, auch Volutengiebel genannt, ist ein Baustil der Spätrenaissance und des Barock. Faller liefert diesen Giebel in einfarbigem Kunststoff. Er sieht aber viel schöner aus, wenn die schneckenförmigen Verzierungen weiß oder cremeweiß angelegt werden. Die Arbeit beginnt mit dem Abkleben der Fenster. Anschließend haben wir die ganze Fassade himmelblau lackiert. Die verwendete Farbe ist aus Acrylfarben selbst angemischt und entspricht dem Farbton Humbrol MC9 Sky Blue. Aus Gründen der Luftperspektive verwenden wir für die weißen Zierelemente der Fassade kein reines Weiß, sondern ein cremefarbenes, nämlich Titanbuff. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass weiße Farbe mit zunehmender Entfernung vom Objekt etwas dunkler und etwas gelblicher oder rötlicher wahrgenommen wird. Wir verwenden reines Weiß, wenn überhaupt, nur zum Setzen von Lichtern auf cremeweißen Flächen. Das Bemalen der vielen Fensterleibungen geht relativ flott von der Hand, da wir es hier nur mit geraden Pinselstrichen zu tun haben. Um diesen Vorgang zu beschleunigen und sauber arbeiten zu können, führen wir immer denselben Pinselstrich von links oben nach links unten. Ist die linke Seite der Leibung bei jedem Fenster fertig gemalt, drehen wir das Gebäude und ziehen wieder einen Strich von links oben nach links unten, diesmal an einem anderen Teil der Leibung. Der Korbbogen über der Tür ist schon etwas schwieriger zu bemalen, da er nicht bündig mit der Fassade abschließt. Hier ist also darauf zu achten, dass beim Bemalen der Seitenflächen der Steine keine Farbe auf die Fassade kleckert. Im eigentlichen Giebelfeld bemalen wir alle horizontalen und vertikalen Zierelemente. Diese Baukörper sind gut zu erkennen und nicht schwer zu bemalen. Hier ist es besonders hilfreich, die Hand, die den Pinsel führt, am Dach oder am Giebel selbst abzustützen. Zum Abstützen genügt im Grunde ein Finger, der fest am Gebäude ruht. Auch bei diesen Zierelementen ziehen wir immer denselben Pinselstrich von links oben nach links unten, dann wird das Gebäude gedreht und die andere Seite des Zierelements wird von links oben nach links unten gemalt.
Beim Bemalen der schneckenförmigen Voluten kann jeweils nur ein kurzer Pinselstrich gezogen werden, bevor wir das Gebäude drehen und den nächsten kurzen Pinselstrich ansetzen. Hierbei ist es sinnvoll, wenn die Farbe etwas dünnflüssiger aufgetragen wird. Sie fließt dann besser, deckt aber nicht so gut. Die etwas dünnere Farbe verhindert auch, dass Pinselstriche sichtbar bleiben, und das ist gerade bei diesen schneckenförmigen Zierelementen besonders wichtig. Nach der großen Fenstermeditation ist das Bemalen der Voluten ein Höhepunkt, für den wir uns gerne etwas mehr Zeit nehmen. Da die Voluten auch in die Seitenflächen des Giebels übergehen, wird der Giebel vollständig mit Titanbuff umrandet. Die Rückseite bleibt allerdings himmelblau. Nachdem alle Zierelemente cremeweiß angelegt sind, wird die komplette Fassade mit Glanzlack fixiert. Das ist die Vorbereitung für das nun folgende Schattieren der Fassade. Wir mischen dafür eine Lasur aus Umbra gebrannt und Elfenbeinschwarz, zu der wir noch etwas Ochsengalle als Fließmittel hinzufügen.
Die stark mit Wasser verdünnte Lasur wird mit einem feinen Pinsel direkt in die Fugen der Fassade gesetzt. Man sieht hier sehr schön, wie sich die dünnflüssige Lasur durch Kapillarwirkung blitzschnell in den Fugen ausbreitet. Wir müssen also nicht jede einzelne Fuge bemalen, sondern nur hier und da einen Punkt setzen. Den Rest erledigt die Lasur von allein. Falls hier und da auf den rauen Buckelquadern eine kleine Pfütze der Lasur stehen bleibt, lässt sich das mit dem Finger gut wegwischen. Die Fugen in den Fensterschäften sind nicht miteinander verbunden, das heißt, hier muss jede einzelne Fuge kurz mit dem Pinsel berührt werden, damit die Lasur hineinfließen kann. Dieselbe Lasur wird auch zum Schattieren der Zierelemente im Giebelfeld verwendet. Das Schattieren hebt insbesondere die kleinen Schnecken sehr deutlich hervor. Nachdem die Lasur fertig und vollständig durchgetrocknet ist, wird die gesamte Fassade mit Mattlack fixiert. Danach folgt das Trockenbürsten, mit dem wir der Fassade noch mehr Tiefe verleihen. Für das Trockenbürsten wird die himmelblaue Fassadenfarbe mit etwas Weiß aufgehellt.
Dann streichen wir den Pinsel auf einem Stück Holz oder Pappe so lange aus, bis die Pigmente im Pinsel praktisch trocken sind. Wenn wir mit diesem trockenen Pinsel vorsichtig über die Fassade bürsten, bleibt etwas Pigment an den erhabenen Stellen der Fassade hängen und setzt hier Lichter. Dadurch gewinnt die Fassade noch mehr an Tiefe. Falls der gewünschte Effekt noch nicht erreicht ist, hellen wir die Fassadenfarbe noch einmal mit Weiß auf und bürsten dann mit dieser Farbe weiter. Das Trockenbürsten kann mit immer heller werdenden Farbtönen wiederholt werden, bis das Ergebnis überzeugt. Durch das Trockenbürsten sind allerdings auch die erhabenen Flächen der weißen Zierelemente etwas bläulich geworden. Also müssen wir hier mit cremeweißer Farbe noch einmal retuschieren. Ja, und so sieht unser Renaissance-Giebel jetzt aus, nachdem wir die Fassade himmelblau lackiert und die Zierelemente mit cremeweißer Farbe hervorgehoben haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.